In diesem Video zeige ich dir Rezepte für 3 völlig unterschiedliche Chili-Soßen, die dich zum Star machen, wenn du das nächste Mal Gäste hast, die du so richtig verwöhnen möchtest. Oder wenn du eingeladen bist und ein außergewöhnliches Geschenk für den Gastgeber suchst. Egal, ob ihr euch für Burger, für ein Barbecue mit feinstem Fisch oder bestem Fleisch entscheidet, für vegetarische Gerichte oder auch für eine gemütliche Brotzeit, diese 3 Chili-Soßen passen immer. Ich bin mir sicher, dass viele deiner Lieben dich nach den Rezepten fragen werden, also es lohnt sich dran zu bleiben. Hier erfährst du alles über die Zubereitung und den Einsatz. Bevor es losgeht, habe ich noch ein Thema in eigener Sache. Als Geschäftsführer von Wellnuss Premium Präsente entwickle ich mit meinem Team in unserem Genusskontor in Hamburg Geschenke für Genießer. Für alle Chili-Liebhaber haben wir ein Gourmetkästchen mit 4 Chili-Spezialitäten zusammengestellt. Dieses und weitere Geschenke findest du auf wellnuss.de und bei Amazon. Ich starte mit der Hot Carrot. Highlights: die Soße ist super schnell hergestellt, hat eine angenehme Schärfe, eine ausgewogene Säure und passt zu nahezu allem. Dazu schäle ich Karotten und schneide sie in grobe Stücke. Weil wir nachher alles pürieren, müssen wir nicht zu fein arbeiten. Als nächstes kommen die Zwiebeln dran, schälen und in grobe Stücke schneiden. Und als nächstes der Knoblauch, du kennst das Spiel, schälen und in grobe Stücke schneiden. Für die Hot Carrot verwende ich frische Bird's Eye Chilis. Wenn du keine frischen Chilis bekommst, kannst du auch getrocknete verwenden. Dann brauchst du nur 1/10 der Menge der frischen Chilis. Ich entferne die Stiele und schneide die Chilis in grobe Stücke. Jetzt geht's an den Herd. In einem Topf erhitze ich Olivenöl, gebe die Zwiebeln da rein, Karotten und den Tomatenmark. Das Ganze lasse ich jetzt bei hoher Hitze kurz anrösten, so lange, bis sich die ersten Röstaromen am Boden absetzen. Dann kommen die Chilis, der Knoblauch und das Salz dazu, genauso wie der Apfelsaft und der Limettensaft. Deckel drauf und 15 Minuten weichdämpfen. Etwas abkühlen lassen und dann kommt das Ganze in einen Mixer. Jetzt gebe ich den Essig und das Olivenöl zu. Das Öl sorgt für eine schöne Cremigkeit. Und den Rest erledigt für uns der Mixer. Und jetzt kommt mein liebster Part, das Probieren. Oh ja. Oh, schön scharf, tolle Fruchtigkeit, angenehme Säure, perfekte Chili-Soße. Genauso soll es sein. Ich bin auch mit der Konsistenz der Soße total happy. Wenn das mal nicht so ist, sollte die Soße zu fest sein, nimm einfach ein bisschen Apfelsaft, rühre den unter und du kannst die Konsistenz nochmal verbessern. Nachdem das erste Rezept recht einfach war, müssen wir jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Aber ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Die Spicy Chili Crisp darf bei uns im Kühlschrank nicht fehlen. Sowohl die Zubereitung als auch der Geschmack sind spektakulär. Los geht's mit dem Ingwer. Den schäle ich und schneide ihn dann in feine Würfel. Bei dieser Soße müssen wir etwas feiner arbeiten, da alle Zutaten 1:1 auch nachher so in der Soße sein werden. Als zweites nehme ich mir die Zwiebel vor. Auch die wird in möglichst kleine und feine Würfel geschnitten. Und dann geht es mit dem Knoblauch weiter. Schälen, einmal halb durchschneiden und dann auch in kleine Würfelchen. Jetzt breche ich den Kardamom auf und drücke die Samen in eine kleine Schale. Dann schneide ich die Shiitake-Pilze in grobe Stücke und gebe den Pfeffer, den Kreuzkümmel, Salz und Zucker, die Kardamomsamen, die Shiitake-Pilze und ein ganzes Stück Sternanis in meinen Mixbehälter. In einer Gewürzmühle mahle ich die Gewürze jetzt zu einem feinen Pulver.
In eine feuerfeste Schale gebe ich jetzt die Chilis. Ich habe mich für eine Mischung aus Chipotle wegen ihrer Rauchigkeit und Bird's Eye Chili wegen ihrer Schärfe entschieden. Dazu kommt noch der Ingwer und die gemahlenen Gewürze. Mit einem Schneebesen wird alles gut vermischt und beiseite gestellt. In einem Topf erhitze ich jetzt das Öl auf ca. 170 Grad und frittiere die Zwiebeln. Nach wenigen Minuten sind die Zwiebeln goldbraun. Ich gieße sie ab und lasse sie auf einem Küchenkrepp trocknen. Das Öl kommt zurück in den Topf, wird wieder auf 170 Grad erhitzt . Und jetzt frittiere ich den Knoblauch. Der Knoblauch braucht noch weniger Zeit als die Zwiebeln und wenn er leicht braun ist, wird er abgegossen. Das Öl kommt zurück in den Topf und ich erhitze es auf 190 Grad. Jetzt kommt das Highlight der Zubereitung. Das heiße Öl wird über die Chili-Gewürzmischung geschüttet. Es dampft, es zischt und es duftet unfassbar lecker. Mit einem Schneebesen vermische ich Chili, Gewürze und Öl, damit sich alles gleichmäßig verteilt und lasse das Ganze eine halbe Stunde abkühlen. Dann gebe ich noch den frittierten Knoblauch und die frittierten Zwiebeln dazu, rühre das unter und fertig. Und dann ist es wieder Zeit zu probieren. Sensationell, was da abgeht. Crunch, Schärfe, die Aromatik der Gewürze. Die Soße ist ein echter Gamechanger. Die musst du unbedingt nachmachen. Das haut alle um. Dieses Glas ist heute mal nicht für mich, sondern für meinen lieben Kumpel Heiko. Der hat nämlich heute Geburtstag und braucht dringend Nachschub. Die dritte Soße ist der Hot Barbecue Vinegar. In den USA sehr beliebt, in Deutschland noch kaum bekannt. Diese Soße hebt alle Wings, alle Ribs, alle Pulled Meats und auch dein Ofengemüse auf ein neues Level. Ich schneide eine unbehandelte Zitrone in dünne Scheiben, stoße im Mörser Pfeffer leicht an und erhitze den Weißweinessig in einem Topf. Jetzt gebe ich die Zitronenscheiben hinein und lasse das Ganze bei 70 Grad 10 Minuten kochen. Als nächstes gebe ich den Amazonas Chili in den Topf, genauso wie den Honig und den Pfeffer. Weitere 10 bis 15 Minuten einkochen lassen und schon ist die Soße fertig. Der Hot Barbecue Vinegar, ich sag's euch, eine echte Sensation. Der Hot Barbecue Vinegar. Oh. Diese Kombination aus Schärfe, aus Säure ist unglaublich. Die nächsten Wings, die nächsten Spare Ribs, das nächste Pulled Meat wird damit nochmal 2 Klassen besser. Das waren 3 Chili-Soßen, die bei mir und meinen Gästen schon für den ein oder anderen heißen Abend gesorgt haben. Welche ist dein Favorit? Schreib mir deine Erfahrung mit den Rezepten in den Kommentar und lass mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du Chili-Nachschub benötigst oder ein Geschenk für einen Chili-Liebhaber suchst, dann bist du auf wellnuss.de oder bei Amazon genau richtig.